Okay. Im letzten Video haben wir damit begonnen, einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen, mit dem Sie Linux starten können. Wenn Sie die entsprechende Konfiguration auf dem Computer ausgewählt haben und von diesem USB-Stick booten, dann sehen Sie einen Bildschirm, auf dem mehrere Optionen angezeigt werden. Normalerweise reicht es aus, die erste vorausgewählte Option zu bestätigen, um Linux zu starten. Wenn es jedoch Probleme mit dem Start gibt, dann gibt es in den anderen Optionen noch die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu ändern. In den meisten Fällen ist dies nicht notwendig. Bestätigen wir also zunächst die erste Option und lassen den Computer mit Linux starten. Je nachdem, was für einen PC Sie verwenden, kann es ein paar Minuten dauern, bis Linux vollständig geladen ist. Danach sollten Sie einen Bildschirm mit einem Blumenhintergrund und einem Installationssymbol sehen, auf das wir klicken können. Sobald die Installation gestartet ist, können wir eine Tastaturkonfiguration auswählen. Die Standardeinstellung ist die amerikanische Sprache, aber da ich aus Deutschland komme, brauche ich eine deutsche Tastaturkonfiguration. Daher klicke ich auf das Pluszeichen und wähle die deutsche Tastatur aus. Je nach Gerätetyp gibt es auch verschiedene Varianten, die wir hier nicht brauchen. Im nächsten Schritt der Installation wählen Sie aus, wie die Festplatte verwendet werden soll. In meinem Fall ist die Entscheidung recht einfach, weil ich nur eine Festplatte verwende. Wenn Sie aber andere Festplatten, USB-Sticks oder SD-Karten in Ihrem Gerät verwenden, dann sollten Sie hier zweimal hinschauen, bevor Sie sich für die falsche Wahl entscheiden. Denn wir wollen vermeiden, dass Sie die falsche Festplatte wählen und diese versehentlich überschreiben. Ich verwende die Option mit der kompletten Festplatte. Das bedeutet, dass das vorherige Betriebssystem vollständig von der Festplatte entfernt wird und die gesamte Festplatte für Linux vorbereitet wird. Wenn Sie es nicht auf diese Weise machen wollen und ein paar mehr Einstellungen vornehmen, können Sie auch zwei Betriebssysteme auf derselben Festplatte nebeneinander verwenden. Dies ist dann eine sogenannte Dualboot-Konfiguration. Nachdem wir unsere Wahl getroffen haben, fahren wir mit dem nächsten Bildschirm fort. Dort wird angezeigt, dass wir den sogenannten Bootloader für Linux- und Windows-Systeme ebenfalls auf unserer Festplatte installieren möchten. Die von mir getroffene Auswahl namens MBR steht für Motherboard Record. In den meisten Fällen sollte dies funktionieren. Der nächste Schritt der Installation besteht darin, den Computer zu benennen. Ich habe den Namen MX1 gewählt. Später möchte ich weitere Kopien des hier erstellten Systems erstellen und diese werden Namen wie MX2 oder MX3 erhalten. Die Computerdomäne und die Arbeitsgruppe belassen wir so, wie sie sind. Es ist wichtig, das Kontrollkästchen für Samba zu aktivieren, wenn wir Dateisysteme verwenden möchten, die normalerweise unter Windows verwendet werden. Nachdem wir auf Weiter geklickt haben, gehen wir zur Konfiguration der Zeiteinstellungen über. Diese Einstellungen sind recht selbsterklärend und können nach Belieben konfiguriert werden. Außerdem können die hier getroffenen Entscheidungen auch später nach der Installation jederzeit angepasst werden. Der nächste Installationsschritt dreht sich um die Konfiguration des Benutzerkontos. Hier wählen wir einen Namen für den Benutzernamen und ein möglichst komplexes Passwort aus. Außerdem können wir ein Häkchen für das sogenannte Root-Passwort setzen, mit dem wir später kritische Einstellungen vornehmen können, die normale Benutzer nicht ändern dürfen. Wenn Sie möchten, können Sie auch ein Häkchen für die automatische Anmeldung setzen. Dadurch wird das Betriebssystem direkt mit dem oben angelegten Benutzer gestartet, ohne dass Sie die Anmeldedaten eingeben müssen. Das letzte Häkchen auf diesem Installationsbildschirm legt fest, ob alle Änderungen, die wir vor der Installation vorgenommen haben, übernommen werden sollen. Der letzte Schritt in unserem Installationsprozess ist der Hinweis, dass die Installation abgeschlossen ist und unser Computer nach Abschluss der Installation neu gestartet werden kann. Sobald Sie diesen Bildschirm sehen, können Sie auf Fertigstellen klicken und Ihr Computer sollte mit dem soeben installierten Linux-System neu gestartet werden. Um einen Neustart des Installationsprozesses zu vermeiden, wird der USB-Stick vor dem Neustart entfernt. Wenn Sie einen Computer verwenden, der keine USB-Sticks unterstützt, müssen Sie die CD entfernen. Okay, das war's bisher mit der Installation. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Inhalt dieses Videos haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Wir antworten immer selbst und in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre eigene Algo-Trading-System-Farm aufbauen wollen, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie schnellere oder bessere Ergebnisse im algorithmischen Handel erzielen möchten, dann schauen Sie sich vielleicht den Premium-Kurs auf unserer Website an.
Vorerst bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und sehen uns im nächsten Video wieder.